Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Meine Orks sind im Februar auf die Blauen Berge marschiert und jetzt im April bricht ein kleiner Trupp auf und bereitet schon mal das Lager für die Armee vor. Die Modelle, die dieses Mal an die Reihe kommen, sind einfach ein paar Standard-Morannon-Orks, die jeder, der Herr der Ringe spielt, kennt. Die Figuren gefallen mir gut und ein Gussrahmen wurde bereits für den Umbau der Wolfsreiter genutzt oder ganz normal angemalt. Im ersten Video zu dieser Reihe habe ich schon gesagt, dass ich auch ein bisschen an der normalen Infanterie umbauen werde und das werde ich heute tun. Das Ganze wird natürlich wieder auch ein bisschen eine Resteverwertung aus allen möglichen Gussrahmen und Bits, die für Umbauten benutzt worden sind. Natürlich steht vor jedem Umbau erstmal die Demontage der ursprünglichen Figur an. Der Ork hier verliert als erstes mal seine Arme, die werden ganz normal abgesägt und auf die Seite gelegt. Anschließend geht es ihm im wahrsten Sinne des Wortes an den Kragen, denn er verliert seinen Kopf. Die Reste, die vom Sägen an der Figur übrig bleiben, werden dann einfach mit dem Messer entfernt. Die müssen halt entfernt werden, weil sie sonst später beim Ankleben der Figur im Weg sind und unter Umständen hält dann der Kleber nicht richtig, weil er sich eben mit diesen Resten verschmilzt und nicht mit der Figur. Den Kopf ersetze ich durch einen der Dämonen von Frostgrave. Diese Köpfe haben zwar Hörner, sind aber so modelliert, dass es nicht so sehr auffällt, dass die Hörner direkt am Kopf sind und nicht am Helm. Wie immer, wenn ich verschiedene Bausätze kombiniere, bohre ich erst ein 0,5 mm Loch in ein Teil und versehe es mit einem Stift aus entsprechend Messingdraht. Anschließend drücke ich das Teil kurz an die Stelle, wo es sitzen wird. Der Stift hinterlässt eine kleine Markierung, die nutze ich als Ansatzpunkt für den Bohrer. Danach werden die Teile zusammengeklebt und der neue Kopf ist da, wo er hingehört. Die Arme kommen ebenfalls aus dem Frostgrave Dämonen-Set. Wie vorher auch, werden die Arme gestiftet und dann am Körper befestigt. Wie immer natürlich ohne sie festzukleben, wegen der etwas leichteren Bemalung später. Die Waffe des Orks ist ein Streitkolben. Der ist an sich sehr nett, aber der ist etwas zu groß. Also habe ich ihn abgetrennt und durch die Klinge eines Falks ersetzt. Dummerweise habe ich die dann gleich festkleben wollen und mir fiel auf, wie merkwürdig das aussieht ohne ein Parier. Also habe ich sie schnell auseinandergenommen und das Parier eines Fireforge Zweihänders angebracht. Jetzt sieht's besser aus, finde ich. Das fehlende Material am Hals wird am Ende durch Greenstuff ersetzt und so ausmodelliert, dass es aussieht wie ein Fellkragen. Im Nacken sind es dann mehr die Haare des Orks geworden, aber ich finde, das passt auch ganz gut. Ork Nummer 2 ist mit einem Spieß bewaffnet. Den habe ich schon mal angemalt, also baue ich den jetzt auch guten Gewissens um. Den Anfang macht dabei die rechte Hand, die trenne ich ab, gefolgt vom Schaft der Waffe. Als nächstes trenne ich dem Modell den linken Unterarm ab, der wird durch den des ersten Ork ersetzt. Bei dickeren Kunststoffteilen nehme ich dafür dann wieder meine Säge, weil man muss nicht ganz so viel Kraft aufwenden wie mit dem Messer. Ein kleiner Nachteil dabei ist, dass man ein Stück Material abträgt, was mit dem Messer eben nicht der Fall ist. Aber wofür gibt's Greenstuff? Wenn der Arm dann ab ist, werden die Sägereste wieder mit dem Messer entfernt. Nachdem der Ork jetzt um Hände und einen Arm erleichtert wurde, kriegt er natürlich alles zurück. Den Anfang macht dabei die rechte Hand. Die wird, wie ihr euch sicherlich denken könnt, durch das Schwert ersetzt, was schon die ganze Zeit daneben liegt. Damit die Klebestelle nicht brüchig wird, kommen jetzt wie immer Bohrer und Messingdraht zum Einsatz. Der Ork ist wieder bewaffnet, jetzt braucht er natürlich auch noch einen Schildarm. Der kommt von Ork Nummer 1. Allerdings ist an dem Arm noch die Schulter dran, das heißt, die wird erstmal weggesägt, damit der Arm dann befestigt werden kann. Auch das wird wieder mit Messingdraht gemacht. Das ist jetzt kein besonders komplizierter Umbau, aber es geht ja diesmal auch nicht darum, komplett neue Figuren zu entwickeln, sondern einfach nur das Bild der Armee ein bisschen aufzulockern. Der Ork hier ist jedenfalls fertig und wir können uns an den nächsten ransetzen.
Der Umbau eben war relativ einfach, deswegen wird es jetzt ein bisschen aufwendiger. Den Ork hier habe ich bereits einmal als Wagreiter umgebaut und wie auch beim Wagreiter schneide ich das Modell erstmal an der Hüfte in 2 Teile. Dafür trenne ich aber zuerst die rechte Hand und den Speerschaft ab, denn die sind beide im Weg. Anschließend entferne ich den linken Arm und die Reste des Speers. Damit ist der Weg dann endlich frei für die Säge. Die Sägereste schneide ich wieder mit dem Messer weg und glätte dabei auch gleich etwas die Kanten. Als nächstes klebe ich ein Stück Polystyrol auf die Beine. Damit wirkt der Ork etwas größer, wenn der Oberkörper aufgeklebt wird. Das Polystyrol wird passend entlang der Klebestelle zurechtgeschnitten. Der Oberkörper wird durch den eines der Dämonen von Frostgrave ersetzt. Das Modell wird dazu auch wieder an der Mitte in 2 Teile gesägt. Die Dämonen in Rüstung eignen sich auch sehr gut als schwer gerüstete Orks, natürlich mit den richtigen Köpfen. Allerdings gibt es auch welche mit Ziegenbeinen und die brauche ich so leider gar nicht. Also geben die ihren Oberkörper ab. Der neue Torso wird auf die Beine geklebt und damit ist der komplizierteste Teil im Umbau dieses Modells schon abgeschlossen. Der Rest ist jetzt einfach nur noch Zusammenbauen der einzelnen Teile. Arme aus dem Dämonenset ebenso wie die Halsberge und der Kopf. Kopf und Halsberge klebe ich fest, denn da muss ich nachher nicht mehr so viel dran machen. Nur die Arme, die werden mit 0,5 mm Messingdraht mit dem Körper verbunden, einfach weil es für die Bemalung später einfacher ist. Bei Ork Nummer 4 entferne ich erst den Kopf und dann das Schwert. Den Kopf säge ich so aus, dass eine Kerbe zurückbleibt. Der Grund dafür ist, dass ich einen Kopf von Warlord Games verwenden möchte. Die haben am Hals eine entsprechende Verdickung, die in die dazugehörigen Orkkörper passt. Von den Köpfen habe ich noch einige hier und deswegen findet der hier jetzt Verwendung. Der Kopf wird angeklebt und auch dieser Ork bekommt eine Halsberge aus dem Dämonenset von Frostgrave. Nachdem der gute Mann jetzt wieder seinen Kopf hat, braucht er natürlich auch eine Waffe. Die neue Waffe kommt von den Toten von Dunhag und ist eine Axt, jedenfalls glaube ich, dass es so eine ist. Die sind noch von den Rohirrim-Umbauten übrig geblieben und wahrscheinlich würden die nie Verwendung finden, von daher passt sie hier gut rein. Wie beim ersten Ork wird das fehlende Material durch Green Stuff ersetzt. Allerdings modelliere ich hier keine Rüstung oder Pelzkragen, der kriegt einfach lange Haare. Dazu bringe ich wie immer den Green Stuff auf und bringe ihn in die gewünschte Form. Anschließend ziehe ich der Figur einen Scheitel, einen Mittelscheitel um genau zu sein. Auf diese Weise hat man einen guten Ausgangspunkt für die Modellierung der restlichen Haare. Die forme ich mit der kleinen Klinge des Werkzeugs aus, was nicht besonders schwer ist. Worauf man dabei aber achten sollte ist, dass die Strähnen wirklich komplett bis ans Ende aus dem Green Stuff gezogen werden, weil sonst enden die Haare unten in einem Wulst und liegen nicht richtig auf den Schultern und dem Rücken auf. Das sieht dann sehr merkwürdig aus und kann auch die Illusion zerstören, dass es sich dabei um Haare handelt. Beim letzten Ork habe ich mich so ein bisschen gefragt, was soll ich eigentlich mit ihm machen. Der Schild ist fest am Körper dran, der rechte Arm mit Spieß muss nur in die Halterung gesteckt werden und das Modell ist fertig. Also habe ich mir gedacht, nutze ich das einfach komplett aus, auch wenn die Pose an sich nicht viel hergibt. Kurzerhand habe ich einfach den Schwertarm des ersten Orks hier verarbeitet und statt des Speers angeklebt. An sich hat sich der Ork nicht wesentlich verändert, aber darum geht es ja bei diesen Orks auch nicht. Hier geht es einfach darum, um das Gesamtbild der Armee aufzulockern, damit nicht x-mal derselbe Ork in der Schlachtreihe steht. Die Modelle werden ja nicht nur für Herr der Ringe, sondern auch für Saga und Warlords of Erebon benutzt werden. Gerade in den Skirmish-Systemen ist es dann wichtig, dass die Krieger weitestgehend unterschiedlich aussehen. Das ist mir jedenfalls immer sehr wichtig. Und hier jetzt nochmal alle 5 Mann versammelt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke.
Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.